Hallo meine Freunde, hola Madridistas, ich habe heute ein ganz besonderes Video für euch, denn ihr könnt etwas gewinnen und etwas Saugeiles. Was das ist, das verrate ich euch natürlich in dem Video. Dann unterhalten wir uns heute natürlich über Real Madrid, insbesondere über Endrick. Denn Real Madrid hat eine Entscheidung getroffen. Diese Entscheidung ist sowohl vom Marca als auch von Fabrizio Romano bestätigt. Endrick soll ein wichtiger Bestandteil von Real Madrid in der nächsten Saison sein. El Marca redet sogar von einer Führungsrolle für den Brasilianer. Was da los ist, schauen wir uns natürlich an. Dann gibt es einen neuen Skandal rund um Kylian Mbappé. Ob das ein Skandal ist oder nicht, müsst ihr für euch selber entscheiden. Ich bringe euch natürlich die Informationen. Und wie ihr mich kennt, ihr wisst es, ich liebe es, meine Videos auf einem positiven Fuß zu beenden. Und es gibt eine Geschichte rund um Arda Güler, die wunderschön ist, die ich heute mit euch teilen möchte. Also, viel Spaß beim Video. Ja, spannen wir euch heute mal nicht so lange auf die Folter. Fangen wir direkt mit dem Gewinnspiel an. Und zwar, um was geht es? Um so ein wunderschönes Wappen, wie ihr an meiner Wand seht. Und es muss nicht das Wappen von Real Madrid sein. Ihr könnt euch entweder selber ein Wappen designen, ein Wappen eurer Wahl, oder ihr geht auf dalux-design.de. Die haben da ganz viele verschiedene Wappen. Vielleicht ist euer Wunschwappen ja schon dabei. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst auf Instagram gehen, müsst da der Seite Dalux Design ein Follow geben, logischerweise. Ihr müsst auf dieser Seite mir einen Follow geben. Ich hoffe, ihr habt das schon gemacht. Und auch dem lieben Senor Nunes ein Follow geben. Wir drei zusammen veranstalten dieses Gewinnspiel. Ihr müsst dann bei Dalux Design auf den angepinnten Kommentar gehen. Also nicht auf mein Video oder auf das Video von Senor Nunes, auf den Kommentar von Dalux Design. Und da drunter müsst ihr nur 2 Freunde markieren, die vielleicht auch Bock hätten, so ein Wappen zu gewinnen. Und schon seid ihr bei der Auslosung dabei. Das Ganze geht auch nur eine Woche. Also schnell auf Pause drücken, geht auf Instagram, lasst ein Follow da bei uns, schreibt da die 2 Dinger und ihr seid beim Gewinnspiel mit dabei. Ich drücke jedem einzelnen von euch die Daumen. Extra Dank geht nochmal an Dalux Design raus. Ihr seid einfach die Besten. Also, wie gesagt, ich drücke euch allen die Daumen. So, Schluss damit. Fangen wir mit Real Madrid an. Für diejenigen von euch, die heute Abend Daumen drücken wollen, heute Abend um 21 Uhr spielt Real Madrid Castilla wieder mit einem Thiago Pitart gegen Unionistas. Das Ganze ist ein wichtiges Spiel. Ihr seht die Tabelle. Sollte Real Madrid Castilla heute gewinnen, ist das ein Riesenschritt in Richtung Aufstiegsrunde. Und ich bleibe dabei, diese Generation von Real Madrid hätte es einfach verdient, in der 2. spanischen Liga zu spielen. Diese Aufstiegsrunde ist im Sommer auch immer sehr, sehr spannend zu verfolgen. Also ich sitze heute Abend vorm Fernseher und drücke die Daumen für Real Madrid Castilla. Ja, kommen wir dann zu den Themen der ersten Mannschaft. Und bevor wir dahin kommen, ist heute im Internet dieses Foto aufgetaucht. Ich bin gespannt, wer von euch schon weiß, um wen es sich da handelt. In 3 Sekunden verrate ich es. Ja, das ist Gonzalo Higuaín, unser Ex-Stürmer, der im Positiven von José Mourinho der Hund genannt wurde. Wie soll man das positiv meinen? Aber er meinte damals, wenn du auf die Jagd gehst, hast du gerne einen Hund dabei. Wenn du keinen Hund dabei hast, gehst du mit der Katze jagen. Die Katze war damals Karim Benzema. Aus der Katze ist aber mal eben ein Löwe geworden am Ende, Karim Benzema. Aber wie dem auch sei, was ist mit Gonzalo Higuaín passiert? Der Zusammenprall im WM-Finale mit Neuer hat ihn vielleicht ein bisschen verwirrt. Naja, wie dem auch sei. Wahrscheinlich sieht jeder von uns mal in seiner Freizeit so aus. Vielleicht nicht so, aber bin ich gespannt, was ihr zu dem Foto von Gonzalo Higuaín sagt. Ja, ein anderer Spieler, der auch gerade mehr mit seiner Freizeit Aufmerksamkeit erzeugt, als mit seinen Leistungen auf dem Platz, ist Kylian Mbappé. Und Kylian Mbappé ist immer ein Reizthema, egal wo er spielt, aber insbesondere natürlich in dieser Saison bei Real Madrid. Seit der Franzose bei Real Madrid ist in den letzten 2 Jahren, sind wir uns wohl alle einig, das sind die schlechtesten 2 Jahre von Real Madrid
in den letzten 20 Fußballjahren. Und ich sage nicht, dass Kylian Mbappé schuld ist, aber er ist so ein bisschen das Gesicht von Real Madrid. Und wenn du das Gesicht bist und Madrid spielt die 2 schlechtesten Saisons, dann musst du auch mit der Kritik leben. Ja. Und nun gibt es Videos von Kylian Mbappé, wie er in Cagliari mit seiner Freundin Esther Exposito unterwegs ist. Ja, er war wohl auch in Frankreich etc. Und das Ganze, nachdem letzte Woche ja die Information rausgekommen ist, dass Kylian Mbappé so ein bisschen die Schnauze voll hat von Real Madrid, von dem Vorstand, von den Mitspielern, dass er sehr unzufrieden ist mit seiner Situation bei Real Madrid. Und jetzt, wo er verletzt ist, sieht man ihn in Frankreich und in Italien spazieren. Ja, das sorgt in Social Media für sehr viel Kritik. Viele sagen, er sollte jetzt im Valdebebas sein, sollte sich um seine Erholung kümmern, sollte schnellstmöglich wieder fit sein, damit er der Mannschaft helfen kann. Ja, da ist die Kritik, die einem Kylian Mbappé gegenüber geäußert wird. Ich habe da ein geteiltes Herz. Natürlich bin ich nicht zufrieden mit der Saison von Real Madrid. Auf der anderen Seite sind das junge Männer oder junge Menschen. Und der hatte keine Vorbereitung. Der hatte das gesamte Jahr, haben die Spieler ja kaum mal eine Atempause. Und wenn er jetzt verletzt ist, wenn er morgens die Reha macht mit den Medizinern von Real Madrid und dann mittags und abends, ob er in Cagliari mit Esther Exposito in ein Restaurant geht oder in Madrid, das ist meiner Meinung nach doch kein Unterschied. Der fliegt da wahrscheinlich auch mit seinem Privatjet hin, also viel mehr Luxus, als wir uns alle vorstellen können. Ist da wahrscheinlich in einem 12-Sterne-Hotel, was auch immer. Also ich glaube, es gibt nicht wesentlich mehr Erholung in Madrid als jetzt in Cagliari. Naja, das ist mein Verständnis. Bin ich gespannt, vielleicht erschlagt ihr mich in den Kommentaren. Naja, außerdem ist für Real Madrid die Saison doch eh gelaufen. Ob der jetzt in Valdebebas ist oder, naja. Meine Meinung, vielleicht liege ich ja auch komplett falsch. Lasst mir eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Konkurrenten in der nächsten Saison von Kylian Mbappé. Obwohl es da wahrscheinlich keine Konkurrenz geben wird. Das wird Real Madrid, glaube ich, nicht zulassen. Aber wir reden über Endrick. Der Brasilianer, der mit Olympique Lyon wieder einmal auf sich aufmerksam gemacht hat. Die Leihe von Real Madrid geht ja dem Ende zu. Und es musste jetzt eine Entscheidung getroffen werden in Real Madrid. Was macht man mit dem jungen Brasilianer? Verleiht man ihn nochmal? Verkauft man ihn? Was ist seine neue Rolle bei Real Madrid? Und da ist eine Entscheidung getroffen. Lesen wir uns mal durch, was der Marca zu sagen hat. Endrick kehrt nach Madrid zurück. Der Brasilianer wird nach seiner herausragenden Leistungen bei Lyon eine Führungsrolle im Team übernehmen. Real Madrid hat ihm bereits mitgeteilt, dass es keine weiteren Leihgeschäfte geben wird. Man genießt vollstes Vertrauen in ihn. Endrick kehrt diesen Sommer nach seiner halbjährigen Leihe bei Olympique Lyon zu Real Madrid zurück. Weitere Leihen sind ausgeschlossen und ein fester Transfer wird nicht in Betracht gezogen. Der Verein hat den Spieler bereits informiert, der sich über die Nachricht freut, da er sich nun besser vorbereitet fühlt, seinen Traum von Erfolg bei Real Madrid zu verwirklichen. Das Vertrauen in Endrick ist ungebrochen. Real Madrid möchte ihm die Führungsrolle geben, die er bisher noch nicht innehatte. Gonzalo war ein persönlicher Liebling von Xabi Alonso und der Trainer aus Tolosa setzte Endrick schließlich auf die Bank. Der Brasilianer und Real Madrid entschieden sich daraufhin, dass eine Leihe die beste Option für ihn sei. Sie wählten Lyon und das war die richtige Entscheidung. Endrick wird zur Weltmeisterschaft fahren und mit einer Führungsrolle zu Real Madrid zurückkehren. Die Entscheidung ist gefallen. Ja, ihr wisst, was ich euch damals gesagt hatte. Ein Xabi Alonso hat eher auf einen Gonzalo gesetzt und der Vorstand hatte ja damals zu Endrick auch schon gesagt, vor der Ausleihe, wir können uns auch nicht erklären, was ein Xabi Alonso sich dabei denkt, aber er ist nun mal der Trainer. Wir müssen nun mal an seinen Vorgaben festhalten. Es ist besser, wenn du ausgeliehen wirst. Also, naja, fand ich die Aktion vom Vorstand schon nicht gut. Bis heute finde ich die nicht gut, dass man dem Trainer vor dem Spieler so in den Rücken fällt. Naja, wie dem auch sei. Was für eine Rolle soll er übernehmen? Seine Leistung in Frankreich, 7 Tore und 6 Vorlagen in bisher 17 Spielen. Auch einmal nochmal drüber nachdenken, 7 Tore und 6 Vorlagen. Viele sagen, ein Endrick kann nur laufen und schießen, der kann kein Fußball spielen, aber im Gegenteil, 6 Vorlagen und super Pässe, der kombiniert gut mit der Mannschaft, erobert den Ball, hält den Ball, also der ist ein toller Baller. Sprechen deutlich für Endrick, der zweifellos einen verdienten Platz im Kader erhalten wird.
Dass der Brasilianer auch auf dem rechten Flügel spielen kann, wie er es bereits unter Fonseca in Lyon getan hat, eröffnet ihm zudem die Chance auf einen Startplatz neben Mbappé und Vinicius im Angriff. Und diesen Platz müsste er sich allerdings gegen Rodrigo, der nach seiner Knieverletzung zurückkehrt und dessen Vertrag 2028 ausläuft, sowie gegen Brahim und Mastantuono durchsetzen. Ja, und wenn ihr mich fragt, wenn ich diese Namen so nebeneinander setze, dann gibt es keine Fragen. Endrick müsste der rechte Flügel von Real Madrid sein. Allerdings öffnet das für mich eine andere Frage. Wenn wir wieder mit einem 4-3-3 spielen, um einen rechten Flügel zu besetzen, welche 3 Mittelfeldspieler spielen? Wer muss denn da raus? Wir haben im Mittelfeld jetzt einen Tchouaméni, einen Fede Valverde, einen Bellingham, einen Arda Güler, da kommt noch ein Nico Paz. Wie willst du denn von denen jemanden draußen lassen? Bin ich gespannt. Lasst das mal bitte in den Kommentaren, weil ich bin komplett überfragt. Wenn ihr nur 3 Mittelfeldspieler aufstellen dürftet, weil wir wieder mit einem 4-3-3 spielen, wen würdet ihr draußen lassen? Ja, wie dem auch sei, abgesehen davon, als ich die Nachricht gelesen habe, da habe ich mir gedacht, wie kann das sein? Real Madrid weiß noch nicht mal, welcher neuer Trainer kommt, was die Wünsche von diesem Trainer sind. Woher sollen die dem Endrick schon versprechen, du wirst eine wichtige Rolle übernehmen? Was ist, wenn jetzt ein José Mourinho als Beispiel kommt und sagt, nee, Endrick fühle ich nicht? Ja, aber das ist wieder das typische Madrid, dass der Trainer da eher so eine Nebenrolle spielt. Die Hauptrolle spielt wohl der Vorstand. Das sieht man auch an diesem Beispiel wieder ziemlich deutlich. Weil auf der einen Seite habe ich gedacht, nee, das kann gar nicht wahr sein, das ist wahrscheinlich fake, obwohl Marca gut informiert ist. Ja, und dann hat Fabrizio Romano das Ganze auch nochmal bestätigt. Also das ist tatsächlich wahr. Hören wir uns mal an, was der Italiener gesagt hat. Ihr findet diese Woche auf meinem Kanal alles über José Mourinho und die Situation um Jürgen Klopp. Ich habe euch wirklich alles erzählt. Um das noch einmal zusammenzufassen, entweder bringt sich Jürgen Klopp selbst wieder als Trainer ins Gespräch oder Real Madrid wird seine Vereinbarung mit der Red Bull-Gruppe nicht stören. Es hängt also von Jürgen Klopp ab. Auf der anderen Seite ist Mourinho bereit, zu Real Madrid zu gehen, aber das hängt von der Entscheidung von Florentino Perez ab. Das ist also die Geschichte. Das ist die Situation. Aber bei Real Madrid wollte ich noch auf etwas anderes eingehen, nämlich die Stürmerposition und auch kurz etwas zu Dani Ceballos sagen, denn Ceballos wird Real Madrid im Sommertransferfenster verlassen. Ich habe es euch vor 2 Wochen gesagt, ich habe es euch diese Woche gesagt und jetzt bringt Marca eine große Titelseite, auf der angekündigt wird, dass Ceballos Probleme mit Álvaro Arbeloa hatte, sodass das Verhältnis komplett zerbrochen ist. Ceballos wird nicht einmal mehr für Real Madrid nominiert werden und ist bereit, den Verein im Sommertransferfenster zu verlassen. Damit ist es zwischen Dani Ceballos und Real Madrid vorbei. Was Rückkehrer angeht, wollte ich Endrick erwähnen, denn meines Wissens ist Real Madrid bereit, Endrick im Sommer zurückzuholen und ihm für die nächste Saison zu vertrauen. Die Botschaft, die die Verantwortlichen von Real Madrid an Endrick und sein Umfeld gesendet haben, ist, dass sie Endrick vertrauen wollen. Sie wollen ihm in der nächsten Saison einen wichtigen Platz im Kader geben. Sie wollen ihn als Teil der Rotation im Angriff haben, wo Real Madrid natürlich mehrere Topspieler hat. Endrick weiß das, aber Endrick hatte schon immer diesen Traum, bei Real Madrid erfolgreich zu sein. Er macht seine Sache sehr gut auf Leihbasis bei Olympique Lyon, aber trotzdem will Endrick bei Real Madrid erfolgreich sein. Er möchte sein Bestes für Real Madrid geben und Real Madrid ist bereit, ihm erneut eine große Chance zu geben. Das Ende der Leihe bei Olympique Lyon beinhaltet keine Kaufoption und keine Kaufverpflichtung. Endrick wird zu Real Madrid zurückkehren. Das war immer der Plan, aber die Neuigkeit ist, dass Real Madrid plant, Endrick im Kader zu behalten und ihn als Teil des Teams für die Saison 2026/27 einzuplanen. Das ist also etwas Wichtiges, das man erwähnen sollte. Offensichtlich könnte das Konsequenzen für einen anderen Stürmer haben, Gonzalo Garcia, denn bei Gonzalo Garcia, glaub mir, haben sich bereits mehr als 10 Vereine bei Real Madrid und bei der Spieleragentur gemeldet und bieten Möglichkeiten an, zu spielen und regelmäßig ein wichtiger Stürmer zu sein. Natürlich sind das andere Möglichkeiten als bei Real Madrid. Einige Vereine wollen den Spieler kaufen, andere wollen ihn ausleihen. Es liegt also auch an Real Madrid zu entscheiden, wie sie mit der Situation von Gonzalo Garcia umgehen wollen. Aber Gonzalo könnte den Verein im Sommertransferfenster verlassen und Endrick könnte zurückkommen und Teil der Rotation werden. Das wird also ein entscheidender, wirklich entscheidender Moment für die Zukunft des brasilianischen Stürmers sein. Ja, ihr habt es selber gehört. Ich habe extra den ganzen Clip laufen lassen, damit ihr auch nochmal das hört. Zum Beispiel am Anfang mit Klopp.
Laut Fabrizio Romano ist er immer noch im Rennen, nicht wie El As und El Larguero gestern beschrieben haben oder gesagt haben. Er sagt, der ist immer noch im Rennen. Real Madrid wartet noch auf ein Anzeichen, auf einen Wink von Jürgen Klopp, damit sie voll angreifen können. Auch Dani Ceballos, den Bericht von gestern, den ich euch mitgeteilt habe, hat er bestätigt. Das ist die letzte Saison von Dani Ceballos und natürlich auch die Situation von Gonzalo. Wenn Endrick kommt, sieht es schlecht aus für Gonzalo. Real Madrid muss entscheiden, ob sie ihn dann verkaufen werden oder ausleihen werden, was da die Zukunft bringt. Aber er sagt auch ganz klar, Real Madrid plant fest mit Endrick. Er sagt, er ist ein Rotationsspieler. Im Marca sagen sie, er soll ein Führungsspieler werden. Was da wirklich passiert, kommt wahrscheinlich auf den neuen Trainer an. Ja, auf die Wichtigkeit von Endrick in der Mannschaft. Aber beide sind übereinstimmend der Meinung, Endrick bleibt und wird eine treibende Kraft oder wird auf jeden Fall ein Spieler von Real Madrid. Für mich persönlich sind das gute Nachrichten. Endrick ist ein Spieler, der immer dieses gewisse Etwas auf den Fußballplatz bringt. Dieses Feuer, diesen Willen, ja, diese Kraft. Diese Energie, die Real Madrid in dieser Saison so oft gefehlt hat, wo du das Gefühl hattest, die gehen alle spazieren. So etwas passiert mit einem Endrick nicht. Und vor allem hast du bei einem Endrick auch noch das Gefühl, der zerreißt sich, um bei Real Madrid zu spielen. Bei anderen Stürmern bei Real Madrid hast du ja das Gefühl als Real Madrid-Fan, dass du dich noch bedanken musst dafür, dass die bei Real Madrid spielen. Also dieser frische Wind, den Endrick bringt, darauf freue ich mich. Und worauf ich mich auch freue, ist natürlich auf das Duo Endrick und Arda Güler. Die beiden haben schon zusammen so oft Spaß gemacht. Und natürlich nehme ich das für den perfekten Übergang. Ja, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch, Arda Güler. Du bist zum Spieler des Monats April von Real Madrid gewählt worden. Der einzige Spieler neben Kylian Mbappé, der öfter als einmal Spieler des Monats von Real Madrid geworden ist. Also eine wahnsinnige, unglaubliche Saison des jungen Türken. Spieler des Monats bisher am häufigsten Mbappé mit 4, dann Arda Güler mit 2, dann hat Courtois einen, dann hat Valverde einen. Ich glaube, den letzten habe ich vergessen, Tchouaméni, aber auf jeden Fall der einzige, der öfter als einen gewonnen hat, ein Arda Güler in seiner ersten Saison, wo der wirklich Stammspieler ist, wird er direkt Spieler des Monats und das nicht nur einmal, sondern zweimal. Also den Aufstieg von Arda Güler, der ist unglaublich, ja. Und nicht nur in Spanien, nicht nur von Madrid-Fans, sondern insbesondere in der Türkei wird ein Arda Güler natürlich gefeiert wie kein anderer. Und eine Grundschule hat sich etwas Besonderes ausgedacht. Die haben aus ihrem Campus haben die ein kleines Fußballfeld gemacht und haben da 400 Schüler hingestellt mit 400 Türkei-Trikots, alle 400 mit Arda Güler und haben für ihn gesungen: Arda Güler Abi, das heißt der großer Bruder auf Türkisch, komm uns besuchen. Also was für eine wunderschöne Aktion. Und diese wunderschöne Aktion hat auch ein Arda Güler gesehen, hat das Ganze auf seinem Instagram-Account gepostet und geschrieben: Ich finde keine Worte, um diese Liebe und meine Gefühle dafür zu beschreiben. Bei jedem Schritt, den ich gehe, spüre ich Spuren eurer Liebe. Vielen Dank. Also unglaublich, was für ein Gefühl das sein muss. Und ich sage immer wieder, Arda Güler hat ja eine ganz besondere Beziehung zu der Türkei. Also so eine Landesliebe siehst du selten. Und insbesondere zu den Kindern. Der hat ja auch damals diesen Brief an die Kinder der Türkei geschrieben, wo er seine eigene Geschichte erzählt hat und den Kindern immer wieder sagt: Ihr müsst kämpfen, ihr könnt alles erreichen, aber ihr müsst dafür auch alles geben. Und er ist immer wieder eine Inspiration für die Jugendlichen aus der Türkei. Die geben es ihm mit dieser unendlichen Liebe zurück. Ja, und so ein toller Kerl wie Arda Güler ist, abgesehen vom Fußballer, so ein netter, toller Mensch wie der ist, freut es mich einfach, dass er so viel Liebe erfährt in seinem eigenen Land. Ich hoffe einfach nur, dass er nach der WM, während der WM diese gleiche Liebe spürt. Ich hoffe natürlich, wie bei jedem Real Madrid-Spieler, dass unsere Mannschaften so weit wie möglich kommen. Aber sollte die Türkei irgendwann rausfliegen, hoffe ich nicht, dass er den Hass abkriegt. Weil, wie gesagt, ich finde, er hat schon Geschichte geschrieben mit der Türkei nach 24 Jahren wieder bei der WM. Ja, aber das Gleiche drücke ich natürlich jedem Nationalspieler die Daumen. Aber oftmals ist das so, dass insbesondere ein Arda Güler beide Seiten der Medaille spürt. So habe ich das Gefühl, denn als es bei Real Madrid nicht so gut lief, kam auch
auch aus der Türkei, sehr viel harte Kritik und ich konnte das nie verstehen. Schön, dass er jetzt diesen schönen Moment hat und ich drücke ihm einfach die Daumen, dass der so lange wie möglich anhält und dass er so weiter seine Karriere bei Real Madrid durchgeht. Überlegt man, jetzt schon zweimal Spieler des Monats. Mal schauen, wie oft das nächstes Jahr wird. Ja, wie dem auch sei. Das war mein Video vom heutigen Tag. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Macht beim Gewinnspiel mit. Lasst euch so eine Chance nicht entgehen. Das Wappen, wie gesagt, ist der absolute Wahnsinn. Wenn ihr nicht warten wollt und ihr wollt so oder so ein Wappen bestellen, dann nutzt gerne meinen Code Mario10. Dann kriegt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Also lasst es euch ausrechnen. Solltet ihr nicht gewinnen oder der Meinung sein, ich will das so oder so. Naja, wie dem auch sei. Ich bedanke mich dafür, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Wünsche euch allen einen schönen Samstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. À la Marie!